Hallo zusammen! Jetzt möchte ich mal wieder was mit Experimente machen, und zwar, viele kennen das Problem vielleicht, ihr habt euch ja Farbe angerührt, wollt dann ein Bild mit Silikon machen und dann habt ihr natürlich das Silikon in der Farbe drin. Wenn ihr dann Restfarben übrig habt, ist es so, dass ihr natürlich Farbe mit Silikon habt und das nächste Bild vielleicht ohne Silikon machen möchtet. Darum möchte ich was testen mit euch zusammen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Keine Ahnung. Wir probieren es. Ich möchte eigentlich einen Swipe machen. Das heißt, ich bereite die Farben soweit auf das Bild vor und werde dann praktisch 2-3 Tropfen in die Farbe rein tunken, wenn die Farbe schon auf dem Bild ist. Ne? Und dann swipe ich mal drüber, ob es funktioniert oder nicht. Ich weiß es nicht. Wir testen es. Ich hoffe, ihr seid dabei. Farben habe ich angerührt, kann ich euch sagen. Und zwar habe ich es eigentlich wieder mit Wodka angerührt. Gefällt mir gerade. Ich habe Schwarz, ich habe Türkis, habe dann noch Rot-Violett und dieses Naples Yellow Red, also Neapel Gelb mit ein bisschen Rot-Touch drin. Okay, Pastellfarben, aber trotzdem auch mit Schwarz. Dann würde ich sagen, lasst uns starten. Bis gleich. So Freunde, dann lasst uns mal anfangen. So, jetzt dieses Rot-Violett. Und dieses Naples Yellow Red. Oh, läuft schon richtig gut. Okay. Punkt ist der, die Farben sind alle opak. Also deckend. Und wisst ihr, was das geil ist? Vor lauter Aufregung habe ich wieder meine Handschuhe vergessen. Passiert mir öfters. So. Das war der falsche Finger. Okay. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier nochmal am Rand voll bekommen auch. So. Jetzt habe ich ja viel Farbe. Jetzt mache ich noch ein bisschen mehr Farbe drauf. Allein schon wegen dem Swipen dann. Wird aber noch bis zur Hälfte gehen hier. So. Ich denke mal fast, das reicht schon. Okay, ich mache das dieses Mal auch nur noch mit einer kleinen Spachtel, ist ja wurscht. So, ich habe hier mein Silikon, reines Silikonöl von Optimal Products, kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Dieses Mal nehme ich das 100er, brauche ja nicht viel, also extra mal ein feines. So, und jetzt boing, tauche ich das praktisch richtig in die Farbe rein. Machen wir ein bisschen mehr, soll ja zur Demonstration sein. Und jetzt bin ich gespannt, was dann passiert. Das lege ich mal wieder rein.
So, und jetzt wipen wir einfach mal. Bin dann gespannt, was passiert. Ob überhaupt was passiert. Ich gehe schon mal davon aus, aber wie es reagiert. Und so wie ich das Gefühl habe, reagiert es gar nicht mal so schlecht. Mal ein bisschen Schlangenlinien. Dass nicht alles so symmetrisch ist. So, jetzt haben wir fast ein bisschen zu wenig Farbe. Ich weiß nicht, ob ich nochmal drüber soll, weil das kommt eigentlich schon richtig cool. Vielleicht hier am Rand nochmal drüber. Vielleicht. Wir machen eins. Ich denke mal, ich habe genug Farbe. Wenn nicht, ist auch egal. Aber ich werde es jetzt ein bisschen laufen lassen. Weil ich finde, ja, dadurch kommt es auch nochmal anders, cooler. Und vor allem ein wichtiger Punkt ist, dass die Farbe ja gleichmäßig verteilt ist. Ich hoffe, ich bin soweit im Bild wieder. Ihr seht, ich schiebe es immer hin und her, wenn ich ein bisschen wenig Farbe habe. Schiebe es immer ein bisschen hin und her, damit wirklich gleichmäßiger die Farbe dann läuft. Vielleicht nicht ganz im Bild, aber so. Jetzt müssen wir eigentlich die Kante noch zubekommen, links und rechts. Dann ist fast alles gut. Da ist natürlich jetzt wenig Farbe. Ich lasse es noch laufen. Boah, jetzt fliegt man es noch fast runter. So, wie schaut es denn aus? Da helfen wir ein bisschen nach wieder. Jetzt habe ich aber die andere Seite auch noch. Drehen wir es mal um. Ich finde, es gibt coole Effekte. Bin dann mal gespannt, wenn ich mit dem Heißluftföhn drüber gehe. So. Okay. Hab's wieder etwas dicker gelassen. Gut, der Rand ist jetzt nicht ganz so wild. So weit zu, fast. So, ihr seht es hier. Jetzt checken wir das mal. Da brauche ich am Rand noch ein bisschen Farbe. Und da glaube ich auch. Also sieht schon eigentlich richtig coole Effekte. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich kurz mit dem Heißluftföhn mal erhitze. Erstmal schauen, wie es reagiert.
Nicht, dass ich zu viel Zellen wieder bekomme. Aber okay. Ich denke mal, das reicht schon. Also hat auch was. Dann würde ich nämlich sagen, ich lasse es euch wieder für 10 Minuten einwirken. Und dann schauen wir es uns mal von nahem an. Und wie gesagt, ihr habt jetzt weiterhin Restfarbe ohne Silikon. Und könnt dadurch dann auch nachher noch ein zweites Bild als Beispiel machen, wenn ihr jetzt sagt, oder die Farbe aufheben, ohne dass es halt mit Silikon vermischt ist. Genau. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Zeige ich es euch gleich nochmal von nahem, wenn es ein bisschen eingewirkt hat. Gut. So Freunde, 10 Minuten sind vorbei. Ich bin zurück und habe ich glaube noch gar nicht gesagt, das Bild ist 30 auf 24 cm. Also ein kleineres Bild. Jetzt schauen wir uns mal an, was da rausgekommen ist. Also ich finde es richtig cool, hier diese Wellen. Also hier hat es schöne Zellen gegeben. Und dann haben wir hier, und da kommen diese Wellen. Richtig cool. Kommt zu dem schwarzen Bereich. Und hier ist halt auch. Oh. Dann auch hier geht es dann wieder ins Türkis rüber. Da haben wir dann schöne kleine Zellen. Vor allem diese kleinen hier. Oder hier, richtig genial finde ich. Und dann noch den Rest. Und hier hinten raus, aber lauter kleine Effekte. Okay, cool. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Vielleicht einfach mal ausprobieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bedanke mich auch an meine Unterstützer meines Kanals. Und werde dann noch ein Bild machen, weil jetzt habe ich ja den Vorteil, dass ich noch reine Farben habe und mache das vielleicht mal, ja komm, ich probiere es mal mit dem Cell Creator aus. Das mache ich als nächstes Video. Dann hoffe ich, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis dann, tschüss.